Flammen lodern in der Dunkelheit. Schreie hallen über den Platz. Die Glocken der Kirche läuten unaufhörlich. Der Geruch von Rauch liegt in der Luft. Holz knackt, Funken wirbeln im Wind, und hunderte Menschen drängen sich dicht an dicht. Ihre Augen starren auf eine junge Frau. Anna, kaum 20 Jahre alt, die Hände mit Seilen gefesselt, ihr Kleid von Funken erfasst. Hexe, rufen die Leute. Kinder klammern sich an die Röcke ihrer Mütter. Männer werfen Steine in die Glut. Ein Priester hebt das Kreuz und ruft Gebete. Und Anna schreit, sie schreit, bis ihre Stimme bricht. Doch niemand hört sie, niemand will sie hören. Für das Dorf ist sie keine Tochter, keine Schwester, keine Nachbarin mehr. Sie ist das Böse selbst, eine Dienerin Satans. Doch war sie das wirklich? Oder war Anna nur ein Opfer von Angst, von Gerüchten, von Macht? Heute reisen wir zurück in eine Zeit, in der Aberglaube stärker war als Wahrheit, in der Angst ganze Dörfer regierte und in der Frauen wie Anna im Feuer verbrannten. Wir werden 7 Schritte gehen, 7 Kapitel einer dunklen Geschichte, vom Ursprung des Hexenglaubens, zu den ersten Anklagen und Prozessen, zu den grausamen Foltermethoden der Inquisition, bis hin zu den Flammen, die unschuldige Frauen verschlangen. Wir werden sehen, wie Angst und Aberglaube zu einem Wahnsinn wurden, der ganze Gesellschaften zerstörte. Und wir werden fragen, was davon bis heute geblieben ist. Jetzt frage ich dich, wenn du im Dorf von Anna gelebt hättest, hättest du sie verteidigt, oder hättest du mit den anderen geschrien? Hexe. Lange bevor Anna geboren wurde, gab es schon den Glauben an dunkle Kräfte. Die Menschen lebten in Angst. Angst vor dem, was sie nicht erklären konnten. Wenn eine Kuh plötzlich starb, hieß es, jemand habe einen Fluch gesprochen. Wenn ein Kind hohes Fieber bekam, sagte man, eine Hexe habe es böse angesehen. Und wenn die Ernte verdarb, dann musste es Zauberei gewesen sein. Die Kirche verstärkte diese Angst. Prediger riefen von den Kanzeln: Der Teufel wandelt unter uns, er sucht Dienerinnen, er verführt die Schwachen. So wuchs Anna auf, in einem Dorf, in dem jedes Unglück einen Schuldigen brauchte. Und oft fiel der Verdacht auf Frauen, besonders auf die, die anders waren, stiller, klüger oder einfach allein. Annas Mutter war eine solche Frau. Sie kannte Kräuter. Sie wusste, welche Blätter Fieber senkten, welche Wurzeln Schmerzen linderten und welche Blumen Wunden heilten. Viele Menschen kamen zu ihr. Sie brachten ihre Kinder, baten um Salben, baten um Hilfe, und oft half sie wirklich. Doch das Vertrauen war brüchig. Jedes Dankeschön konnte sich in ein Flüstern verwandeln. Ist das wirklich Heilung oder Hexerei? Einmal, als ein Gewitter über das Dorf zog, schlug ein Blitz in die Hütte eines Bauern ein. Das Dach ging in Flammen auf. Und sofort drehten sich die Köpfe zu Annas Mutter. Sie hat den Sturm heraufbeschworen. Von diesem Tag an änderten sich die Blicke. Kein warmes Lächeln mehr, nur kalte Augen, kein freundliches Wort mehr, nur Murmeln hinter dem Rücken. Anna war noch ein Kind, und sie verstand nicht, warum die Menschen, die gestern noch lachten, heute an ihr vorbeigingen, als wäre sie Luft. Sie spürte, wie die Angst wuchs, nicht ihre eigene, sondern die Angst der anderen. Eine Angst, die nach einem Opfer suchte. Und sie ahnte nicht, dass diese Angst schon bald laute Stimmen finden würde. Stimmen,
die nicht nur flüsterten, sondern schrien, schuldig. Der Sommer war heiß, die Felder verdorrten, und die Menschen im Dorf wurden unruhig. Eines Tages starben mehrere Kühe. Die Bauern fluchten und suchten nach einem Schuldigen. Und bald fiel der Blick auf Anna, die Tochter der Kräuterfrau, diejenige, die anders war, diejenige, die allein war. Sie hat den Fluch gebracht, murmelte ein alter Mann. Sie hat die Kühe mit Kräutern vergiftet, rief ein anderer. Aus dem Murmeln wurde ein Chor. Und der Chor wurde zu einem Ruf nach Gerechtigkeit. Der Dorfälteste trat vor. Er rief Anna zum Brunnen. Alle standen im Kreis. Männer mit verschränkten Armen. Frauen, die ihre Kinder festhielten. Kinder, die mit großen Augen starrten. Anna, sagte der Älteste, du bist beschuldigt, mit dunklen Kräften im Bund zu stehen. Hast du den Tod der Tiere heraufbeschworen? Anna war erst 18. Ihre Stimme zitterte. Nein, ich habe nichts getan. Ich schwöre es. Doch ihre Worte verhallten, denn die Menge wollte keine Unschuld hören. Sie wollte eine Erklärung, eine einfache Erklärung, und sie wollte einen Schuldigen. Da trat der Priester hervor. Sein Gesicht ernst, das Kreuz erhoben, seine Stimme durchdrang die Stille. Vor Gott wird die Wahrheit ans Licht kommen. Wer zittert, hat Schuld im Herzen. Anna musste ihre Hand auf die Bibel legen. Sie schwor, doch ihre Stimme brach, und die Leute flüsterten, seht ihr, sie zittert, sie lügt. Ein Murmeln ging durch die Menge. Es schwoll an wie ein Sturm und wurde zu einem einzigen Ruf: schuldig. Anna sah Gesichter, die sie kannte, eine Nachbarin, die einst bei ihrer Mutter Heilung gesucht hatte. Ein Junge, der früher mit ihr gespielt hatte. Jetzt alle gegen sie, niemand sprach für sie, und in diesem Augenblick verstand Anna etwas. Die größte Gefahr war nicht der Blitz, nicht die Krankheit, nicht einmal das Feuer. Die größte Gefahr war das Schweigen der anderen. Und jetzt frage ich dich, wenn du in diesem Kreis gestanden hättest, hättest du deine Stimme erhoben, um sie zu verteidigen, oder hättest du geschwiegen, wie die anderen? Schreib deine Meinung in die Kommentare, denn deine Sicht ist wichtig für unsere Reise durch diese Geschichte. Doch für Anna bedeutete das Schweigen der anderen den Anfang ihres Untergangs, denn was als Flüstern begann, verwandelte sich bald in Folter. Die Anklage allein reichte nicht. Die Kirche verlangte Beweise, doch Beweise gab es selten, also griff man zu einem anderen Mittel, zur Folter. Anna wurde in den Keller des Rathauses geführt. Der Raum war kalt, feucht, dunkel. Fackeln warfen flackerndes Licht an die Wände. Ketten hingen von der Decke. Ein Tisch voller Werkzeuge, Eisen, Seile, Zangen. Der Inquisitor trat vor. Seine Stimme war ruhig, fast sanft. Bekenne, und deine Seele wird gerettet. Anna schüttelte den Kopf. Ich bin unschuldig. Da nickte der Mann, und die Wächter begannen. Sie banden ihre Hände. Sie zogen an den Seilen. Ihr Körper spannte sich. Knochen knackten. Die Schultern ausgerenkt. Schreie hallten durch den Raum. Das Blut rann an ihren Handgelenken. Der Schweiß tropfte von ihrer Stirn. Ihr Blick irrte verzweifelt durch den Raum. Doch nirgends war Hilfe. Draußen hörte man das Murmeln des Dorfes. Sie lauschten. Sie wussten, hier unten entschied sich das Schicksal einer Frau. Doch Anna schwieg. Also griffen sie zu einer anderen Methode. Sie holten den Hexenstuhl. Ein eisernes Gestell voller scharfer Spitzen. Sie zwangen sie,
darauf Platz zu nehmen. Jeder Atemzug, ein neuer Stich in ihr Fleisch. Jede Bewegung, ein Schrei. Sag uns die Wahrheit. Doch welche Wahrheit konnten sie hören? Die Wahrheit war, dass es keine Hexerei gab. Aber das war nicht die Antwort, die sie wollten. Tag für Tag, Stunde um Stunde, wurde Anna gequält. Und irgendwann brach ihr Wille. Tränen liefen über ihr Gesicht. Ihre Lippen zitterten. Und sie flüsterte: Ja, ich habe mit dem Teufel gesprochen. Die Wächter nickten. Der Inquisitor schrieb es nieder. Das Geständnis, das sie rettungslos machte. Und jetzt stell dir vor, eine junge Frau, unschuldig, gefoltert, bis sie Worte sprach, die nicht ihre waren. So geschah es nicht nur mit Anna. So geschah es mit Tausenden. Europa kannte bald keine Unschuld mehr. Geständnisse wurden erzwungen, Urteile gefällt, und alles endete mit Feuer. Für Anna gab es kein Zurück mehr. Ihr Schicksal war besiegelt. Das Feuer wartete schon. Der Tag des Urteils kam. Der Platz war voller Menschen. Männer, Frauen, Kinder, alle wollten sehen, wie das Böse vernichtet wird. Anna wurde hinausgeführt, ihre Hände gefesselt, ihr Gesicht bleich, ihre Augen rot vom Weinen. Sie sah bekannte Gesichter, eine Nachbarin, die einst bei ihrer Mutter Heilung gesucht hatte, ein Kind, mit dem sie früher gespielt hatte, jetzt alle mit kalten Augen. In der Mitte des Platzes stand der Scheiterhaufen. Holzstapel, getränkt mit Pech, bereit zu brennen. Der Priester hob das Kreuz. Heute reinigt Gott unser Dorf. Die Menge antwortete mit Rufen. Hexe, Hexe. Anna wurde an den Pfahl gebunden. Die Sonne brannte vom Himmel, doch kälter als die Blicke der Menschen um sie herum. Sie hob den Kopf. Für einen Moment suchten ihre Augen den Himmel. Vielleicht hoffte sie, dort noch Gnade zu finden. Vielleicht dachte sie an ihre Mutter. Vielleicht an die Kindheit, an Tage ohne Angst. Sie öffnete den Mund. Ich bin unschuldig. Doch ihre Worte gingen unter im Lärm der Menge. Keiner wollte sie hören. Die Fackeln wurden entzündet. Ein Raunen ging durch die Menge. Die Flammen fraßen sich durch das Holz. Funken stoben in den Himmel. Der Rauch brannte in den Augen der Zuschauer. Die Hitze schlug ihnen ins Gesicht. Und doch wichen sie nicht zurück. Sie blieben, als sei es ein Schauspiel. Ein grausames Fest, das sie gemeinsam teilten. Anna schrie, ihr Schrei durchschnitt die Luft. Doch er klang nicht mehr menschlich. Er war ein Echo von Schmerz und von Angst. Manche wandten die Augen ab. Andere sahen genau hin, mit einer Mischung aus Faszination und Grauen. Und wieder andere lächelten, denn sie glaubten, das Böse sei besiegt. Kinder hielten sich die Ohren zu. Mütter murmelten Gebete. Männer riefen lauter, verbrennt die Hexe. Und Anna wurde zu Asche. Mit ihr verbrannte nicht nur ein Leben, sondern auch ein Stück Menschlichkeit des ganzen Dorfes. Doch das Feuer löschte die Angst nicht. Im Gegenteil, es fachte sie weiter an. Denn wenn eine Hexe verbrannt war, konnte es nicht auch noch eine zweite geben. Oder eine dritte. Und so wurde der Tod von Anna nicht das Ende, sondern der Anfang einer noch größeren Jagd. Das Feuer hatte Anna verschlungen. Doch die Angst blieb. Nein, sie wurde stärker. Denn wenn es eine Hexe gab, konnte es nicht auch eine zweite geben. Oder eine dritte. Bald wurden weitere Namen genannt. Frauen, die allein lebten. Frauen, die zu stolz wirkten. Frauen, die zu arm waren oder zu reich.
Annas Tod war nicht das Ende. Er war ein Vorwand, ein Beispiel, das jeder nutzen konnte. Die Angst wurde zur Waffe. Eine Waffe, die Priester und Mächtige geschickt nutzten. In einem Dorf erhob ein Pfarrer seine Stimme. Diese Frau hat einen Pakt mit dem Teufel. Die Menge glaubte ihm, und als die Frau verbrannt war, fiel ihr Land an die Kirche. In einem anderen Ort beschuldigte ein wohlhabender Bauer seine Nachbarin. Sie besaß ein Stück Acker, das er wollte. Nach dem Prozess gehörte es ihm. So wurden Hexenprozesse nicht nur zu Akten des Glaubens, sondern auch zu Spielen der Macht. Angst brachte Besitz, aber Glaube brachte Einfluss. Die Szenen ähnelten sich überall. Ein Dorfplatz voller Menschen, Glocken, die läuteten, Schreie, die hallten, und eine Frau, gefesselt am Pfahl. Die Menge jubelte, als wäre es ein Fest. Und doch, jeder im Kreis wusste, heute jubelst du, morgen könntest du selbst dort stehen. Niemand wagte es, zu widersprechen, denn in einer Welt der Angst wurde Schweigen zur Überlebensstrategie. Und jetzt frage ich dich, glaubst du, dass wir heute wirklich so anders sind? Oder lassen auch wir uns von Angst und Gerüchten treiben? Schreib deine Gedanken in die Kommentare. Denn diese Fragen gehen weit über das Mittelalter hinaus. Doch die Angst war nicht nur Werkzeug Einzelner. Sie wurde zur Krankheit ganzer Gesellschaften. Ein Wahnsinn, der Städte und Länder erfasste. Und genau darum führt uns der nächste Schritt tiefer in die Dunkelheit. Die Angst war nicht mehr nur ein Werkzeug. Sie wurde zur Krankheit. Eine Krankheit, die ganze Städte befiel. In Deutschland, in Frankreich, in der Schweiz. Überall loderten die Feuer. Hunderte, Tausende wurden angeklagt. In manchen Regionen brannte fast jedes Dorf. Eine Frau nach der anderen. Ein Scheiterhaufen nach dem anderen. Die Prediger schrien von den Kanzeln: Hexen sind unter uns, sie verderben unsere Seelen. Die Menschen glaubten es, und sie sahen überall Zeichen. Ein krankes Kind, eine verdorbene Ernte, ein Sturm in der Nacht. Alles wurde zur Spur des Teufels. So verwandelte sich Misstrauen in Massenhysterie. In einem Dorf begann es mit einem einzigen Verdacht. Eine alte Frau, die allein lebte. Man flüsterte, man beschuldigte. Sie wurde gefangen genommen, doch es endete nicht mit ihr. Unter Folter nannte sie weitere Namen. Nachbarn, Freundinnen, sogar Verwandte. Und bald standen Dutzende vor Gericht. Dutzende wurden verbrannt. Und jedes Mal versammelte sich das Dorf. Glocken läuteten, Prozessionen zogen durch die Straßen. Männer, Frauen, Kinder kamen, als wäre es ein Fest. Manche brachten Essen, manche lachten, als sei der Tod eines Menschen ein Schauspiel zur Unterhaltung. Das war der Wahnsinn dieser Zeit. Ein Wahnsinn, der Familien zerriss, der Dörfer leerte, der die Menschlichkeit verschlang. Und Anna, nach ihrem Tod folgten unzählige weitere. Ihre Name verschwand, wie die Namen so vieler Frauen. Vergessen im Rauch der Scheiterhaufen. Niemand war mehr sicher, nicht die Armen, nicht die Reichen, nicht die Jungen, nicht die Alten. Jeder konnte Opfer sein. Die Gesellschaft selbst wurde zum Richter, zum Henker, zum Feind ihrer eigenen Kinder. Und Europa? Es stürzte in eine Dunkelheit, die nicht nur Körper verbrannte, sondern auch Seelen. Doch selbst nach den größten Feuern blieben Fragen zurück. Was bedeutete dieser Wahnsinn? Und welches Erbe hinterließ er für die kommenden Generationen?
Die Feuer verloschen irgendwann, doch die Narben blieben. Europa war gezeichnet. Dörfer hatten ihre Frauen verloren. Familien ihre Mütter, ihre Töchter, ihre Großmütter. In einer Familie verschwanden 3 Generationen. Eine Großmutter, die Kräuter sammelte. Eine Tochter, die Bücher las. Eine Enkelin, die zu stolz sprach. Alle verbrannt. Zurück blieb nur ein Name auf vergilbten Kirchenakten. Doch das war keine Ausnahme. In ganz Europa fielen zwischen 40.000 und 60.000 Menschen den Hexenprozessen zum Opfer. Die meisten von ihnen Frauen, Mütter, Töchter, Nachbarinnen, vergessen im Rauch der Scheiterhaufen. Mit ihnen verbrannte auch ihr Wissen. Heilkunst, Geschichten, Erfahrungen, alles ging in Rauch auf. Die Angst vor Hexen zerstörte nicht nur Leben, sie zerstörte Vertrauen. Nachbarn misstrauten Nachbarn, Eheleute verdächtigten einander, Gemeinschaften brachen auseinander. Und doch, die Strukturen, die dieses Feuer entzündet hatten, blieben noch lange bestehen. Die Macht der Kirche, die Furcht vor Abweichung, die Unterdrückung der Frauen. Nach den Feuern blieb Stille. Doch in dieser Stille lauerte die Angst. Jeder wusste, dass es wieder geschehen konnte. Das Erbe der Hexenverfolgung lebt bis heute. In Sprichwörtern, in Mythen, in Ängsten, die nie ganz verschwanden. Noch immer wird das Wort Hexe gebraucht. Als Beleidigung, als Waffe gegen Frauen, die anders sind. Und Anna, sie war nur eine von Tausenden. Ihr Name verschwand, doch ihre Geschichte steht für all die Stimmen, die man zum Schweigen brachte. Die Erinnerung an die Feuer mahnt uns. Sie zeigt, wie schnell Angst in Gewalt kippt, wie leicht eine Gesellschaft ihre Menschlichkeit verliert. Die Frage ist, haben wir wirklich aus dieser Geschichte gelernt? Wir sind zurückgekehrt in eine Zeit der Angst, des Aberglaubens und der Flammen. Wir haben gesehen, wie der Glaube an dunkle Kräfte entstand, wie die ersten Prozesse begannen, wie Folter Geständnisse erzwang, wie Frauen im Feuer starben, wie Angst zur Waffe wurde, wie ganze Gesellschaften im Wahnsinn versanken und welches Erbe bis heute bleibt. Anna war nur eine von Tausenden. Ihr Name verschwand, doch ihre Schreie hallen noch immer im Rauch der Geschichte. Die Frage ist, wenn Angst und Gerüchte heute wieder Macht gewinnen, würden wir es besser machen? Oder würden wir dieselben Fehler wiederholen? Fanatismus verschwindet nie ganz, er wartet, und er kehrt zurück, immer dann, wenn Menschen vergessen. Doch wir haben eine Wahl. Wir können erinnern, wir können reden, wir können den Stimmen der Vergangenheit Raum geben. Vergiss nicht, jedes Mal, wenn wir zuhören, jedes Mal, wenn wir widersprechen, wird ein Funken der Menschlichkeit neu entfacht. Wenn dich diese Geschichte bewegt hat, schreibe in die Kommentare, welche Szene dich am meisten erschüttert hat. Klicke auf Abonnieren und entdecke mehr in unserer Playlist Alltag im Mittelalter. Denn die Flammen der Vergangenheit mögen erloschen sein, aber ihre Asche liegt noch immer unter unseren Füßen. Und die Frage bleibt, ob wir daraus Licht machen oder wieder Feuer.